Messetag 4 bei Francia. Wir sind hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf in Halle 17 bei Francia. Und ich brauche zweimal Francia gesagt. Ja, macht nichts. Branding, genau. Und er macht sowieso schon meinen Job, deswegen haben wir gedacht, er kann jetzt auch mal die Anmoderation übernehmen, weil wir wollen ja immer mal wieder was Neues. Ja, du bist der? Luc Schöters, ich bin Export Sales Manager bei Francia und schon wieder Francia, das 3. Mal. Ja, ist okay. Und ich betreue die Länder westlich, nördlich und östlich von Deutschland, also die ganzen schönen skandinavischen und England und so weiter. Sehr schön. Ja, du hast nämlich, also ich habe gesagt, er macht schon meinen Job, weil er hat kurz gesagt, ja, ich sag mal den Leuten Bescheid, wir filmen gleich und so. Und ich stand da, ja, cool, sehr gut. Ja, wir zeigen das Ganze mal von außen. Der Francia Platin ist es hier. Francia Platin, ja, wir wollen ja hier die Highlights zeigen jetzt. Und gerade jetzt in Saison 2024, wie man jetzt so sagt, oder auf dem Caravansalon 2023, wollen wir euch natürlich nur das Schönste vorstellen. Und wir haben unseren Francia Platin überarbeitet. Also das Flaggschiff bei Francia wurde nochmal neu überarbeitet, der auch eine Historie hat. Also das heißt, den gibt es schon länger? Den gibt es schon länger. Also den gibt es seit 2013, hat damals das Editionsmodell angefangen. Also so ein All-In-Paket, so ein großes Autarkie-Paket bei Francia, wo sehr viele Optionen von Anfang an inkludiert waren. Und weil dieses Fahrzeug so gut angekommen ist, wurde es dann weitergeführt. Dann ist dann aus der Francia Platin, aus dem Editionsmodell oder aus der Edition, ist dann eine ganze Baureihe geworden, nämlich die Francia Platin. Und der wurde, ja, wir haben unser Flaggschiff nochmal einen letzten Schliff gegeben oder nochmal einen extra Schliff gegeben. Und deswegen sieht er jetzt so aus, wie er jetzt aussieht. Also es sieht wirklich sehr besonders, sehr elegant aus. Es wurde nämlich, wir sehen es auf dem ersten Blick, es wurde das Außendesign überarbeitet. Und zwar das Außendesign, wir sehen es hier, sieht jetzt nicht mehr aus wie bei anderen Francias auch, sondern wir haben hier ein spezielles Platin-Außendesign. Wir haben ein Signet hier, wo hier in dem Logo, also wenn man es genau erkennt, also wir haben hier... Und A, oder? Ja, genau, also du könntest das Wort Platin darin finden. Also wir sehen ein P, ein L, A, Tin. Ja, witzig. Ja, und das ist im Prinzip, das ist unser neues Francia Platin Logo. Und es ist nochmal von den Aufklebern her sehr viel cleaner geworden. Also wir sind sehr aufgeräumt, sehr modern, reduziert. Na, das ist ja auch die moderne Richtung, in der es geht. Hier gerade in der lackierten Variante, wo es mir persönlich extrem gut gefällt auch. Ja, und das zeigen wir euch. Auch die Ausstattung wurde überarbeitet. Also wir haben hier unter anderem auch jetzt eine 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterie drin, inklusive Heizung. Gerade wenn man mal in Norwegen oder in Schweden unterwegs ist, ne, oder in den Bergen dort fährt, ist es natürlich extrem gut, auch dass da eine Heizung mit inkludiert ist. Wir haben unter anderem auch eine größere Klimaanlage, also statt einer 1700 Watt Klimaanlage haben wir jetzt eine 2400 Watt Klimaanlage verbaut. Und natürlich allgemein zum Platin gehen wir natürlich auch noch darauf ein, was hier drin verbaut ist. Ja. Ne, Platin, man kennt es ja, 4x 115 Watt Solaranlage, unter anderem auf dem Dach. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Wir haben eine Klimaanlage mit drin. Hier gerade so wie es hier steht. Als Rundsitzgruppe gibt es auch mit Einzelbetten, auch mit Queensbett. Aber wir schauen uns jetzt die Rundsitzgruppe an. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Also wie viele Modelle von dem Platin gibt es mit welchen Grundrissen? Also wir haben prinzipiell 3 verschiedene Grundrisse. Wir haben einmal Einzelbetten, wir haben ein Queensbett und wir haben die Rundsitzgruppe, also GD, QD oder Plus, wie es heißt bei Francia. Und wir haben es in 2 verschiedenen Längen, 7900 und 8400. Und da gibt es natürlich auch die einzelnen Grundrisse dann auch im Ende drauf. Also wir sprechen insgesamt von 6 verschiedene Grundrisse, die wir dann haben beim Platin. Wir können dann auch gleich trotzdem noch mal zu der Seite kommen, weil da sind einige Fächer, ne? Entschuldigung. Bitte? Ja, machen wir gleich dann. Ja, okay. Was ich noch sagen wollte, als allererstes, bitte abonniert German Television, weil nur mit eurem Abo können wir weiter so tolle Videos machen. Und er ist eigentlich jetzt auch schon großer Fan geworden. Ihm macht es, glaube ich, richtig Spaß mit uns. Genau, und bitte abonniert German Television, das ist komplett umsonst. Und gebt uns, wenn es euch gefällt, auch natürlich einen Kommentar oder ein Like nach oben. Einen Daumen nach oben. Ich wollte noch ganz kurz eine Frage stellen, bevor ich es vergesse. Technisch gesehen, was sind die Unterschiede da oder ist da eigentlich ziemlich alles gleich bis auf der Grundriss bei den Platin-Modellen? Zwischen einem Platin, also sehr besonders bei Francia im Allgemeinen, beim Platin als auch bei der M-Line ist natürlich, wir sind die einzigen Hersteller, die Mercedes-Benz in Verbindung mit Heckantrieb haben. Also wir haben hier
5,5 Tonnen Fahrzeuge mit einem Mercedes-Benz Hochrahmen, eine Kardanwelle und Heckantrieb, was natürlich sehr traktionsstark ist, was gerade jetzt auf matschigen Plätzen, was im Norden, wo es sehr viel Schnee liegt, was da ein großer Vorteil ist. Okay. Wir haben keine Tandemachse hier am Ende, sondern wir haben Zwillingsbereifung. Also die Reifen sind nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Danke, dass du es nochmal im Satz mit erwähnst oder erklärst. Ja. Was hat das für einen Vorteil? Das hat auch was mit dem Heckantrieb dann am Ende zu tun, dass es einfach traktionsstark ist und fährt sich ein bisschen, will nicht sagen besser, das wäre gelogen wahrscheinlich, aber es fährt sich ein bisschen anders und hat noch ein ganz anderes Gefühl. Wir haben natürlich auch eine große Zuladung, wir haben 5,5 Tonnen in Serie. Wir haben ab Werk bei diesem Modell, was wirklich mit Rundsitzgruppe 8,6 Meter lang, was wirklich, also sagen wir mal, top of the line ist bei uns, haben wir trotzdem 900 Kilo Zuladung. Man sieht es rechts hinten auch, also ihr seht Frankia typisch links, wäre schön, wenn wir das gleich vielleicht noch sehen können, haben wir eine Heckklappe. Praktisch, oder? Ja, wir haben rechts unsere ganze Elektrikzentrale. Wir haben es hier geschafft, durch die Erhöhung der Sitzgruppe, dass wir in dieser Garage trotzdem 1,5 Meter Höhe haben. Okay. Also wir können hier trotzdem ein Fahrrad reinstellen. Passt rein, ja. Ja, und das ist und das trotz Rundsitzgruppe. Ne? Ja. Das muss man sich immer im Auge behalten. Ich würde noch von hinten kurz mal die Klappe aufmachen. Ja, wir gehen sowieso nochmal auf die andere Seite. Ich habe da nämlich ein bisschen was entdeckt und das will ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Hier zugesperrt, tatsächlich. Das passt nicht mehr ganz. Okay, aber man kann sich vorstellen. Die ist auch echt gut integriert. Ja, finde ich auch. Erkennt man gar nicht so sehr. Auf den ersten Blick, genau. Okay, aber kann man sich vorstellen. Ja, Kann, also hier kommt gut nochmal dran. der große Vorteil da natürlich dran ist, wenn ich von der Seite ein Fahrrad belade, dann kann ich den von hier aus steuern. Also dann kann ich dann von hier aus zeigen, okay, wie wird es beladen tatsächlich, und kann es dann auch festzurren und es funktioniert wunderbar und ich muss jetzt nicht von beiden Seiten irgendwie... Ja, und vor allem, wenn das von links und rechts noch beladen ist und man will was aus der Mitte rausholen, das ist dann auch immer blöd. Oder muss man alles rausräumen, wenn es nur von beiden Seiten geht? Eine Tür zugestellt. Ja, genau. Ja. Ja, Riesenvorteil natürlich. Optional kann ich auch noch eine dritte Klappe bestellen. Das ist hier gemacht worden. Also dann habe ich auf beiden Seiten Türen und hinten eine Tür. Dann Okay, das ist optional. das ist optional, da komme ich natürlich dann immer ran. Interessant. Ja, wir hatten es vorhin auch über Absorber, über die Kühlschrank? Kompressorkühlschränke. Ja, genau. Ja, die ist zugesperrt, tut mir Was leid. ist da drunter? Dahinter? Das ist die Toilettenkassette drunter. Okay. Das wollte ich nämlich auch noch wissen. Was ist der da? hat jetzt noch Kassettentoilette? Ja, hat eine Ja, die anderen Kassette auch. drin. Oder? Ja. Und Ich hier, dachte, weil er größer ist. hier erkennen wir immer dran, ob es sich um einen Absorberkühlschrank handelt, weil wir haben Aha. nämlich eine Belüftung dahinter. Das muss bei Kompressorkühlschränken nicht sein, das muss immer nur bei Absorberkühlschränke sein. Wieder damit was die gelernt? heiß werden, Okay. ja. Winterkappen sind drauf, hier, die kommen natürlich im Sommer runter. Nicht vergessen. Okay, ganz kurz. Was ist da drunter? Oder drin? Ja, das also ist- einmal eine Steckdosen. Unsere sogenannte wie sagt man das? Zentralversorgung. Okay. Also Zentralversorgung heißt eigentlich, wir haben hier die Frischwasser- und Abwasserzentrale. Aha. Typisch für Frankia haben wir einen sehr langen Abwasserschlauch. Ne, dass wenn wir mit einem größeren Fahrzeug unterwegs sind, dass wir das Wasser auch ablassen können, auch wenn wir nicht direkt darüber fahren. Ah, okay. Also nicht direkt neben der Abwasserstation fahren. Das können wir hier ganz normal verbinden und das ist bis zu 10 Meter Schlauch. Wow, das ist gut. Dann haben wir hier noch einen Frischwasserschlauch, das ist die Frischwasserbefüllung. Ich dachte, das wäre zum Abrollen für so ein. Ach, wie heißt denn das? Jan? Kabeltrommel. Ja, genau. Ich meine, ist eine Schlauchtrommel im Prinzip. Schlauchtrommel, ja. Und hier können wir im Prinzip dann mit unserem Gardena Steckverbindung können wir dann das Frischwasser befüllen Ja. direkt. Ist das bei euch so eine Besonderheit bei Frankia? Das ist auch typisch Frankia, dass wir im Prinzip es den Endkunden versuchen, so bequem wie möglich zu machen. Ich sage jetzt keine Marke, mit der wir gerade fahren, aber das ist bei uns nicht so. Okay. Die Jan, die kriegt so viel mit. So, dann So haben wir Gimmicks sind echt praktisch. So, das hier, was ist das? das da meinst du? Das haben wir schon aufgemacht, aber. Das ist die Außendusche. Ja, okay. Die Außendusche warm und kalt. Okay, alles klar. Ah, okay, das ist. Mach mal das auf in der Das Zwischenzeit. ist die Toilettenkassette dahinter. Ah, also dann ist es doch das andere Fach doch irgendwas War anderes. eine Klappe dahinter. Ah, eine Klappe. Okay. Okay. Von innen gesehen, ich war beim GD-Modell. Ah, So. Dann also sau viele Klappen hier auf jeden Fall. Da auch nochmal Stauraum. ja, wir sind oben die Heizung, unten ein bisschen Stauraum. Diesmal Alde. Alte Heizung, Heißt? Wasserheizung.
Aber Alde ist, glaube ich, nicht Luft, oder? Sondern Das ist wie im Haushalt jetzt. Genau, richtig, ja. Das ist mit Radiatoren, Warmwasserheizung. haben was gewusst. Also wir haben eine Warmwasserheizung natürlich mit inkludiert, ist sehr viel, ist eine angenehmere Wärme einfach, ne? Ein schöneres Raumgefühl. Ein ganz tolles Vorteil von der Warmwasserheizung. Das haben wir nämlich gelernt. Die Luft. Was du hinaus willst. Achso. Luft wird nicht trocken? Ja, genau, die Luft. Also jetzt habe ich es verraten. Mann, ich wollte die Zuschauer nur auf die Folter spannen. Ich habe es natürlich gewusst. Ja, ich hab's gewusst. Tatsächlich auch. Ich weiß es auch. Hier ist diese ausziehbare Kabeltrommel, den du Das vorhin auch gemeint hast. noch. Das haben Komm wir schon. auch, ja. Ich bin schon ein bisschen neidisch gerade. Wir nennen jetzt immer noch nicht den Hersteller von dem anderen. Okay, mach euch auf, mach euch auf. So, dann haben wir hier eine Tür. Tür ist auch Serie. Es gibt ja auch Hersteller, die verbauen hier inzwischen gar keine Tür mehr. Ist Serie Ja. bei Frankia. Ich finde das super praktisch, oder? Ja, sonst musst du immer hinten rein. Ja. Ja, das ist sehr bequem. Wir sehen hier natürlich nochmal Mercedes basiert mit allen Assistenzsystemen. Wir haben Das ist jetzt aber auch eine Sitzfarbe, die man so normalerweise nicht sieht. das ist Ja. eine optionale Sitzfarbe, das ist braunes Leder, Ja. das wir hier in dem Fall haben. Auch sieht mit schick aus. Sitzheizung und ja, noch Schnickschnack. komplett verstellbar. Schnickschnack hört sich aber eigentlich immer so abwertend an, ne? Ja, okay, also so habe ich es nicht gemeint. So, was sehen wir sonst noch hier? So, wir sehen das große M-Books natürlich, rechts vorne auch, das große Multimedia-System. Ist es neu bei dem Modell? Nein, ist nicht neu, also ist schon neu, aber es gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Okay. Aber es ist natürlich ein sehr gutes, sehr bewährtes System. Das Kamerasystem. Genau, Mir das ist gerade aufgefallen, also als wir über die Alde-Heizung gesprochen haben, wir wussten es halt jetzt und haben danach gefragt, aber ich glaube, für dich sind manche Sachen so selbstverständlich, dass du es gar nicht mehr sagst, oder? ist fast schlecht. Eigentlich müsste ich noch mehr erzählen, aber ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen. Ah, dass wir okay. am Du Ende darfst schon wieder- gerne erzählen. Ja. Ist okay. Also, wir gehen, ja? Ja, wir haben die Kamera, weil du es erwähnt hattest. Ja. Das ist der Bildschirm fürs 360 Grad Kamerasystem. Auch was wir nicht hier mit üblich, verbaut oder? Haben. Nein, ist auch nicht üblich, Ja. aber auch sehr Neu? gut eigentlich. Auch nicht neu, aber das ist bei 8,6 Meter. Sind so Maße, wo man dann sagt, okay, da will ich schon mal vorne, links und rechts gucken, was da vom Das ist Fahrzeug jetzt so wie Bird View, wie kann man sich das vorstellen? Also aus Vogelperspektive dann von oben? Genau, von oben. Also wir sehen, siehst du den kleinen Kamerawobbel da rechts? Das ist zum Beispiel die linke Seite. Das gleiche haben wir vorne, rechts und hinten auch nochmal. Und dann wird es dann zum 360 Grad. Zu den Assistenzsystemen, die wir vorhin erwähnt haben, das war als neu seit letztem Jahr, dass wir in unserem Frankia Platin eine neue Bugmaske eigentlich verbaut haben, beziehungsweise einen neuen Kühlergrill. Wir haben hier eine große Aussparung jetzt drin. In unserem bulligen Bug, wie es vorne aussieht, mit so einem großen X, was sehr sportlich auch aussieht natürlich. Und da haben wir jetzt, alle Assistenzsysteme sind jetzt verfügbar, also ich kann jetzt auch Distronic zum Beispiel. Was habe ich da jetzt davon? Man könnte was verbauen, da ist jetzt nichts, oder? Doch, ist Serie beim Platin. Aber warum habe ich diese Aussparung? Ja, Jetzt nicht verstanden. das ist die Kamera bzw. der Sensor. Du musst ja die Straße Da analysieren. nichts aus, aber da ist was da. Ja. Da ist was da und der erkennt dann Fahrzeuge, die vor mir fahren. Dann habe ich den Abstandstempomaten, so wie es im Allgemeinen heißt, ne? Ohne Okay. die Mercedes-Begriffe zu verwenden. Okay, alles klar. Wir gehen mal langsam rein, weil ich glaube, sonst wird es wieder eine Stunde, das Video. Wir haben hier Stauraum auch nochmal und die Gasflaschen. Okay, Die haben wir müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen, oder? Was sagst Doch, du? machen wir jetzt auch noch. Machen wir? Okay, na gut. Wenn wir Der schon jedes Vollständigkeit Fach geöffnet halber. haben, genau. Ich glaube, du musst mal ganz drehen, oder? Ja, okay. Okay. Gas. Gut. Und Stauraum. Ja, ein bisschen Stauraum und es sind die Und was ist das jetzt für ein... Hydraulikflüssigkeit für die Heckhubstützen. Ah, okay. Weil ich konnte es jetzt irgendwie überhaupt nicht zuordnen, was das jetzt sein soll. Naja, okay. Aber wenn wir... Ja, Die Heckhubstützen, sind die schon serienmäßig mit drin, oder? Das ist die High 4 Anlage. Die ist nicht serienmäßig, die ist aber optional verfügbar. Ja. Ellen, bitte hierher kommen. Ja, genau. So, dann haben wir, hier ist die Gasaußensteckdose. Drunter bräuchten wir jetzt einen Schlüssel, Ja, aber klar. Ja, das sich vorstellen. müssen wir die Zuschauer glauben. Ja. So, wir haben ja jetzt bei dem Modell, wir zeigen ganz kurz mal den Preis. Okay, jetzt ist wieder Alle umgesprungen. 30 Sekunden. Okay, Preis So. von dem hier, weißt du den? Das ist um die 250.000 Euro, müssen noch mal ganz genau Ungefähr. drauf gucken. Nee, ja. ist okay.
Das Außengas kann man dafür verwenden, um einfach außen zu kochen, gehen wir davon aus. Genau, wenn ich einen Gasgrill für außen habe. Ne? Wir brauchen jetzt rein zum Füllen, genau. Ja. Dann sehen wir den Preis nochmal. Wir haben hier eine Haartaltür, sehr besonders bei Frankia. Das heißt, Bei Haartaltür Frankia oder bei Platin? bei Frankia, allgemein Standard bei Frankia. Mit 3-Punkt-Verschluss. Da habe ich nicht mal bei den ganz großen Modellen manchmal nicht verbaut. Und das Schöne daran ist, ich weiß nicht, wie gut das Mikro das jetzt darstellen kann, aber wenn ich jetzt mal schließe, Oh, sehr satt. Ja, ja, also das ist, Mach nochmal, weil es so schön war. das klingt gut. Ja. ja, und das ist, da merkt man auch richtig, wie massiv der verbaut ist und was unser Ziel ist bei Frankia, ist wirklich ein massives zu verbauen. Willst du es nochmal zeigen? 263, nicht mal so schlecht geschätzt, ne? Sehr gut. Aber Grundpreis 205. Ja, Ja. Okay, weiter? Grundpreis 205. So, dann gucken wir schnell innen rein, oder? Nein, nicht, das war jetzt nicht so dieses schnell, sondern jetzt kannst du innen rein. weiter Wir reden. haben hier Genau. besonders bei Frankia auch kleinen Schuhfach. Ja, sehr praktisch. Es geht sogar noch weiter da rein. Ja. Ja. Wir müssen hier natürlich immer bedenken beim Frankia Platin ist, wir haben kein Alco-Chassis, sondern wir haben schon einen Doppelboden, also schon einen beheizten Doppelboden. Aber in der Mitte Beheizten Doppelboden, Moment, das ist was anderes. Richtig, ja. Nicht nur Doppelboden, sondern auch beheizten. Und beheizten Doppelboden. Also Fußbodenheizung. Ja, in Verbindung mit der Alderheizung ist natürlich dann Warmwasser. Aber wir müssen natürlich immer bedenken, weswegen das nicht so hoch ist. Wenn jetzt jemand das sieht und sagt, okay, na, das ist bei anderen Herstellern tiefer. Das liegt an der Kardanwelle, die wir dann verbaut haben, die natürlich nach hinten geht für unseren Heckantrieb, den wir haben. Können Okay. wir kurz Bescheid sagen, wenn wir Ja. würden jetzt gleich Also, filmen, wie das für Sie in Ordnung ist? das ist sehr, sehr freundlich, wie er das immer formuliert. Was mich jetzt noch interessieren würde. Das ist ja echt krass. Ich bin gerade reingekommen und dachte mir, oh mein Gott, es geht ja so lange weiter. Ja gut, wir sind auf 8,60 Meter. Aber es sieht aus wie eine richtige kleine Wohnung. Ja, hier haben wir natürlich, weswegen die Rundsitzgruppen auch bei uns so beliebt sind und so gut ankommen. Macht nicht jeder Hersteller natürlich die Rundsitzgruppen. Bei uns funktionieren sie sehr gut. Man sieht es hier, man kennt es ja aus dem Wohnwagen eigentlich. Ne? Genau. Das ist ja typisch, die Rundsitzgruppen. Man fühlt sich einfach sehr wohl. Man hat so ein richtiges Wohnzimmer Ja. hinten drin. Wir haben jetzt hier so eine sehr große U-Couch oder fast schon G-Couch. Und man kann auch viele Leute einladen, darum geht's auch, oder? Ja, sicherlich. Apropos Leute. Die Camper sind ja sehr gesellig. Ja, wir brauchen natürlich dann auch einen Fernseher. Der Fernseher ist wollte gerade sagen, dahin wo ein ist der bisschen versteckt. Fernseher? Ja. Soll ich ihn Muss man ihn soll ich ihn rausziehen? mal rauszaubern? Ja, bitte. Ja, also wir können hier. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, aber ich finde, so Grundrisse sieht man oft bei Concorde. Ab und zu zumindest. Ich will auch nicht damit sagen, dass man das jetzt nachmacht. Ich meine, die haben das ja nicht erfunden oder so. Aber auch, dass Frankia das kann, richtig cool. Ich meine, das ist ja eigentlich auch eine andere Preiskategorie nochmal. Also wir haben jetzt einen großen 32 Zoll Fernseher hier natürlich und haben auch einen guten Blick, würde ich jetzt mal sagen, aus jeder Perspektive, wo wir hier sitzen. Was mir sehr positiv gerade auffällt, das sieht man jetzt vielleicht gerade nicht, aber ich zeig's mal ganz kurz nochmal. Setz dich mal gerade dahin. Das ist eine richtig, oder genau, Wohin? da hinten. Ja. Das ist eine richtig tiefe Sitzbank. Oh ja, Das vermisst man in den meisten. Du kannst So fast gar nicht lümmeln. die ganzen Beine drauf machen, genau. Ja. Da kann man sich richtig schön hier hinlegen. Komplett und hat noch Lümmeln genug ist das richtige Wort, ja. Ja. Das ist richtig bequem. Ja, cool. Cool ist hier natürlich auch, wir haben vorne noch zwei Einzelhubett plus Hubetten, so wie es bei uns als Frankia heißt, aber auch hier hinten, wenn ich mit 4 Personen unterwegs bin, könnte ich hier raus ein Bett machen. Dieser Tisch hier, der ist absenkbar, den kann ich ganz runterfahren und dann legt man hier einfach ein Matratzenstück drauf und dann habe ich eine riesengroße Liegewiese. Ich kann natürlich auch hier diese Seitenstücke nochmal abnehmen, dann wird es sogar noch größer, dann würde ich sagen, dann passen hier sogar bis zu 3 Personen drauf. Ist auch ein 4-Personen-Fahrzeug, das heißt ganz vorne sitzen 2 und hier könnte ich noch einen Sitz draus machen und hier könnte ich noch einen Sitz draus machen. Also 2 Personen sitzen hier und 2 sitzen vorne. also ich finde, dieses Fahrzeug bietet vor allem sehr, sehr viel Komfort. Wir haben, werden wir auch gleich sehen, ein Raumbad. Wir haben eine große Küche, man muss echt auf nichts verzichten. Man hat hier sehr viel Platz, man hat genau, das Raumgefühl wird hier eigentlich auch noch sehr gut erweitert und man kann das natürlich auch gut lüften und so weiter. Und man hat auch noch Längsschläfer und das Bett kann man aber halt, also wenn man es nicht braucht, eben hochklappen, ne? Das ist der Vorteil. Das Gute hier ist natürlich bei den Plus-Hubett, was du gesagt hast, sind natürlich 2 Einzelbetten, also ich muss auf keinen Komfort verzichten. Außerdem, weil es ein integriertes Fahrzeug ist am Ende,
nimmt mir das Hubbett keinen Platz weg, weil ich das natürlich über die Fahrer- und über den Beifahrersitz, weil ich das da runterlasse. Und ja, wir haben hier, wofür wir auch bekannt sind, sehr viel Stauraum. Also wir haben rundherum Klappen, wir haben überall Stauklappen, wir haben hier hinten noch Vitrinen, wir haben Leseleuchten eingearbeitet, wir haben hier ein Soundpaket nochmal eingearbeitet in Verbindung mit dem Fernseher. Und ja, das ist natürlich was Erwähnenswertes. Wir haben hier eine riesengroße Ich Küche. komme nicht mehr hinterher. Ist so viel zu sehen wieder. Genau. Oh, die Klappen, ich mache sie auch nochmal auf, Ja. die sind auch nochmal schön tief sind. Jan, wir haben es wieder verpasst, oder? Unseren Einsatz. Was? Den Einsatz, oder haben wir es schon gesagt? Abonnieren. Haben wir das nicht gesagt? Ich glaube schon. Haben wir es gesagt? Ich glaube schon. Also ich kann bin gar nicht mehr Jetzt für sicher. 20 Minuten, jetzt ist es zu spät. ja. Stimmt, Wenn jetzt noch jemand zuguckt, abonniert German Television. Wir sind uns nicht mehr sicher, ob wir es gesagt haben. Ist Ja. kostenlos. Genau. Okay, weiter geht's. ja, wir haben hier einen riesengroßen Kleiderschrank. Ja. Nach dir? Ja, das stimmt, wir filmen ja schon seit 20 Minuten hier außen rum. Ach, Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, an welches Video. ja. Welches es Wow, sehr hell. Das ist Riesengroßen gut. Kleiderschrank und unseren neuen Wi-Fi-Router natürlich dort mit inkludiert. Man sieht ihn jetzt auch mal. Ist der serienmäßig? Das ist eine Option. Ja, eine Option für 690 €. Was man auch oft vermisst im Wohnmobil ist ein Kleiderschrank, sag ich schon, ein Spiegel, in dem man sich komplett sehen kann. Jan, zeig dich mal kurz. Da ist noch so ein kleines Fach gewesen. Okay, sie ist gerade daran beschäftigt. Ach, okay. Kühlflüssigkeit, oder? Richtig? Für die? Warmwasserheizung? Ja, richtig. Warte, Moment, mach noch mal ganz kurz auf. Das war gerade eine Wir 50-50 müssen, schon. das war gut, ja. Wir müssen mal kurz den Ganzkörperspiegel noch zeigen, genau. Das ist wirklich wichtig, weil in vielen fehlt es. Ja, sag ich ja. Ja, und als Frau und Herr möchte man sich gerne auch mal ganz sehen. Wie du schon wieder nur Frau sagen wolltest, gell? Na, ich hab's ja nicht. Frau und Herr. Okay, Gut gekonnt. ich kenne dich aber. Okay, wir zeigen jetzt mal die schöne große Küche. Wir haben 3 Flammenkochfeld. Wieso ist das jetzt hier so nochmal... Ja, wir haben ja oftmals den Punkt, wenn wir einen 3-Flammen-Kocher haben, dass es effektiv nie für 3 Töpfe genutzt werden kann. Und deswegen haben wir uns für einen 2-Flammen-Kocher entschieden, weil der immer gut genutzt werden kann. Und dann hier optional sozusagen. genau, wäre. nochmal ein einzelnes Einkochfeld, dass es gesamt 3 Kochfelder sind, die man nutzen kann, aber auch als Arbeitsfläche benutzen Jetzt kann. ganz Saugut. kurze Frage. Mach noch mal gerade auf. Ja. Für was ist das? Ich komme nicht rum mit dem Licht. Für was ist das? Ist das jetzt so ein Spülbecken oder? Nee, das ist kein Spülbecken, sondern das ist nur ein Auslass. Also falls da mal Wasser überlaufen würde, dass das auch weggeht. Ja, weil das ist ja jetzt schon irgendwie was ich so noch nicht gesehen habe. Genau. Ja, Interessant. also okay. das ist Auslaufschutz. Ah ja klar, das könnt ihr sonst nirgendwo hin. Ich dachte schon, man könnte es noch rausnehmen. Aber das wäre jetzt zu viel. Aber das ist richtig gut. Ja. Also das ist wirklich richtig gut. Und hier hinten ist, glaube ich, das ist auch mega. Ja, das ist Weil mein du kann- Favorit, ja. Ja, weil da kannst du direkt die Abfälle, wenn du hier was schneidest, kannst du da direkt reintun. Man muss auch echt Sau keine gut. Schublade mehr aufmachen. Und man kann es aber ja auch als Arbeitsfläche benutzen. Ganz kurz hier das groß. Du wolltest was sagen dazu? Nee, ich muss nichts mehr sagen. Ich übernehme teilweise euren Job, ihr meinen. Ja. Das funktioniert gut. Und wir haben hier, Perfekt. Wir sind uns das hat man einig. oft nicht bei verschiedenen Herstellern, so einen ausziehbaren Das ist praktisch, Wasserschlauch. weil man kann gleich den Topf befüllen, ohne dass man ihn heben muss. Stimmt. Ja. Ich mag die Wir Küche. haben verschiedene große Schubläden hier nochmal. Und wir haben hier nochmal. Auch schön. Schönes Detail. Ja. Also wir zeigen jetzt bewusst nicht alle Schränke, weil da werden wir wirklich gar nicht hier fertig werden. Also die ganzen wie nennt man das? Rundschränke, ja. Rundschränke. Hochschränke. Ja. Seid ihr jetzt noch irgendwas? Ups. Ja, wir haben einen großen Was Tech ist? Tower. Großen Wow. Tech Tower natürlich. Und Großen noch einen Tech Kleiderschrank. Tech Tower. Das ist der Tech Tower. Ach, das ist ein Tech Tower. Okay. Technischer Tower. Ja, der Mann und die Frau, oh, Kleiderschrank. Und er so, aha, Technik. Für jeden etwas dabei. Für jeden etwas dabei. Genau, okay, das heißt Ofen. Ofen, genau, ganz oben. Ofen, gasbetrieben. Dann haben wir ein Gefrierfach und den Kühlschrank natürlich unten. Absorberkühlschrank. Diesmal. 3-Wege-Kühlschrank. Okay. Ist das Noch nicht mal dasselbe? Ja, also jeder ist so wie mit den Fingern und den Daumen, ne? Also jeder 3-Wege-Kühlschrank ist auch ein Absorberkühlschrank, aber nicht jeder Absorberkühlschrank ist ein 3-Wege-Kühlschrank. Das ist ein guter Vergleich mit den Der Daumen Daumen. ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ist ein Daumen. Daumen. Ja, okay. Cool. Okay, wir schauen uns. Ich liebe das hier übrigens. Wir müssen. Ja. Ja, Entschuldigung. Wollen wir erst da oder da? Nee, wir müssen auch noch das Bett mal richtig zeigen. Ja, genau. ja, machen wir auch gleich. Ich hab's eben Aber versucht. das finde ich richtig cool, weil man kann das als
Homeoffice nutzen, weil hier kann man zum Beispiel das hier halt als Schreibtisch nutzen, seinen PC draufstellen oder wie auch immer, die natürlich als Schreibtischstuhl dann und wenn man abends dann fertig ist mit der Arbeit, dann klappt man einfach sein Bett runter und dann kann man schlafen gehen. Kann man den Stuhl denn noch hochfahren? Ja. Oder ist es, genau, weil sonst wäre es jetzt zu hoch, Ja, genau. also du könntest es komplett bewegen. Ich meine, arbeiten würde ich, glaube ich, eher hinten. Ja, das ist aber- noch gemütlicher, das Ja. stimmt. Aber ich kenne auch Leute, die nutzen es so. Also ich habe nämlich gerade an ein Video gedacht, das ich schon gemacht habe mit, ja egal, sagen wir jetzt. Wobei ich habe eh schon gesagt, Genau. nee, ich weiß mit wem, aber ich habe eigentlich eh schon gesagt Concorde, ne? Also kann ich es jetzt auch nochmal sagen. Also ich kenne das auch, so einen Grundriss von Concorde und die nutzen das als Büro hier vorne. Die haben dann da so einen Drucker stehen. Ja. Also wen es auch interessiert, so als Vergleich vielleicht mal, ich habe die Anke von Ozonos mit ihrem privaten Concorde gefilmt. Du, Okay. zeig Das mal, da wofür ist das jetzt ist. Wenn du was, vielleicht genau. ein bisschen einen Schritt noch nach hinten gehst, dann zeige ich dir das. Das ist die Treppe, oder? Wie vorbei darf, genau. Das ist die Trittstufe in das Hubett vorne. Richtig, ja. Okay. Also das ist, wenn das Hubett runtergelassen ist, kommt es auf diese Höhe, das ist vielleicht nochmal wichtig. Und dann komme ich so natürlich hoch als Trittstufe und ich habe hier natürlich nochmal eine zusätzliche Separierung. Kann man das mal ganz kurz runterlassen, oder? Das Hubett, Jetzt gerade bitte nicht. Ja, genau. ja, die Komm mal raus. Die Sicherung ist draußen, wir finden aber okay. ein Modell, in dem wir es schnell abfilmen können. So. Vielleicht kannst du auch einfach kurz erklären, wie weit es runtergeht. Ja, bis hier unten geht es runter. Und es ist immer, Hubbetten bei Franke sind immer elektrisch. Ausnahme ist der Neo. Ich bin jetzt richtig frech. Ich habe es jetzt eh schon mit Concorde verglichen. Was kommt jetzt? Ich glaube, der eine oder andere würde jetzt sagen, ey, wie kannst du sowas fragen? Aber wir sind ja jetzt preislich hier in einem ganz anderen Preissegment noch wie bei jetzt Concorde oder so. Wobei, ich weiß es gar nicht genau. Da gibt es ja auch schon welche ab 250.000, oder? Jean, weißt du das? Okay, was unterscheidet euch von denen? Oder weißt du das gar nicht? Also nicht wissen würde ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen, wir sind bei Concorde tatsächlich schon im ganz anderen Preissegment unterwegs und wir sind auch, ich sag mal, rein vom Basischassis schon ganz anders unterwegs. Ja, wir bauen noch auf dem Original Mercedes-Chassis auf. Bei Concorde wäre das wahrscheinlich auf dem Iveco-Chassis und wäre ein 7,5 Tonnen Fahrzeug. Wo sind wir hier? Wir sind 5,5 Tonnen und also da sind wir schon in einem anderen Bereich Okay. unterwegs. Also dann ist die Frage, okay, Ja. ist nicht direkt der Konkurrent. Genau. nee, Nochmal tatsächlich. anders. Also würden wir tatsächlich nicht sagen, nein. Also Okay. ja. Gut. Hier noch ein Schrank, was Ich liebe das, dass das alles so hell ist. Leuchtung. Jetzt mal, warte. Weil da sieht man Warte, ich mache mal zu und dann nochmal auf. Ja, das kann man gar nicht so anfangen. Ja, Genau. Jedes Mal. schön. Nee, wirklich schön. Da ist jede Ritze, wollte ich schon fast sagen, jede Ritze genutzt. Okay. Das immer schlimmer. Ich Die geh mal in die Beleuchtung in Dusche. der Decke. und wir haben Raumbad natürlich. Mach mal die Tür auf. Ja, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Wow, also man hat wirklich viel Platz. Zu zweit gar kein Problem, oder? Ich will auch so einen Spiegel. Ja, ich auch. Ich habe nicht mal so einen schönen Zuhause. Okay. Okay. Beide Seiten wahrscheinlich? Ja. Okay. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, es geht von der anderen Seite auf, oder? Ich stehe ich auch, stimmt. Dass es so eine Flügeltür ist. Oh, es ist aber irgendwie totschick. Also mir gefällt auch das Waschbecken und diese Armatur hier kommt einfach sau gut. Der Schrank. Und wir auch haben super, sogar so super einen, schick. so einen beheizbaren, so einen Heizkörper. Das finde ich Das auch cool. ist so praktisch. Ja, Das vermisse ich dieser Mülleimer. genau, das vermisse ich wirklich. Da hat man ihn nicht draußen rumstehen oder wir haben tatsächlich eine Tüte an der Tür hängen. Ist halt nicht so schick, ne? Ja, und vor allem hat man hier noch eine Handtuchheizung. Ja, das hab ich grad gesagt. Hast du gesehen? Ja, alles gut. Ich bin so geflasht hier, genau, dass ich gar nicht mehr zuhöre. Und die Tür ist auch leicht gebogen, sieht man glaube ich gar nicht so gut, aber ich finde, es gibt ein ganz anderes Raumgefühl nochmal. Ja, genau. Auch noch mit Handtuchhaltern dran. Und die Dusche ist echt sehr geräumig, muss man Ja. schon echt sagen. Okay, wir lassen dich wieder dazu, weil uns fällt ja sonst nichts mehr ein. Ich habe gedacht, das machen wir passend immer so. Ne? Ich erkläre den Rest vom Fahrzeug in ihr das Bad. Ach so, stimmt. Das Jetzt sind wir eingespielt. Ne? Was ich euch noch zeigen könnte, wäre einmal vielleicht die Klimaanlage, die ist hier genau. vorne. Also dass die schön immer in der Nähe vom Schlafbereich ist. Bei den Einzelbetten bzw. im GD oder QD-Grundriss ist der etwas weiter hinten, ne, dass man immer schön kühl nachts schlafen kann. Und die Bedienung hier ist vielleicht noch interessant. Den einen oder anderen. Also wir haben hier links oben die Bedienung von der Satzschüssel. Wir haben hier die
Bedienung zum Fahrzeug. Das ist übrigens dieses neue CBE-Panel, was ich in einem anderen Video erwähnt hatte. Genau. Ja, das ist also etwas schöner von der Farbausleuchtung und das ist auch standardmäßig immer mit Bluetooth bedienbar. Also ich kann auch jetzt das Licht an- und ausschalten. Aber die Dinger sind jetzt in allen euren neuen Fahrzeugen quasi? In allen Frankias, ja. Okay. Ich muss noch ganz kurz Dinger. erwähnen, weil wenn er sagt in einem anderen Video, wir haben nämlich schon ein paar Videos gefilmt, weil du machst ja nicht nur Frankia, sondern du machst ja auch noch andere Marken, genau. Auch Yukon unter anderem. Genau. Und ja, da hatten haben wir wir schon. schon das ein oder andere Video gemacht. Von Genau. dem her, da hatten wir es Ja. nicht gesehen. Mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wir haben über die Klimaanlage gesprochen. Ab welchem Preissegment oder welche Länge oder was auch immer ist denn so eine Klimaanlage sinnvoll oder wo macht ihr das? Also es ist standardmäßig im Platin verbaut. Also im Platin ist es immer so. Und ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es ab einer bestimmten Länge so ist, sondern schon eher ab einem bestimmten Preissegment oder ab einer bestimmten Luxusklasse, wenn man sagt, Ja, dass die okay. Klimaanlage da schon immer mit drin ist. Und Platin ist bei uns top of the line, das ist wirklich unser Flaggschiff, wo wir auch sehr... Macht nichts. Ja. Und da verbauen wir es natürlich immer serienmäßig. Verfügbar ist es bei allen Frankia-Modellen. Bei allen? Ja, also wäre es verfügbar, optional verfügbar, ja. Oh, okay, das ist interessant. Ich habe jetzt gerade gedacht, naja, ich meine preistechnisch, na klar, der ist jetzt noch mal ein bisschen höher hier, der Platin, aber den K-Peak, K-Peak, richtig? Den haben wir ja gezeigt, das ist eher so ein Offroad-Fahrzeug und so weiter. Aber könnte man da auch eine Klimaanlage reinmachen? Also ich sag mal, rein theoretisch wäre das möglich. Also bei uns im Kastenwagenbereich ist die Klimaanlage einfach nicht so üblich, Warum nicht? als wir es da angeschaut haben. Platztechnisch auch, oder? Na, auch platztechnisch, gewichtstechnisch natürlich, ne, ist es da nicht so. Und gerade bei den meisten, die wir dort angeschaut haben, gerade wenn wir ein Aufstelldach haben, ist es ja gar nicht möglich. Ne? Da kann ich ja gar Ja, keine okay. Klimaanlage einsetzen. Ich wollte einfach mal wieder warum fragen. Ja, nee, aber ich die mache das so Stehhöhe, gerne. denke ich mal, die wird dann schon eingeschränkt. Ja, durch die natürlich. Anlage. Nochmal Ja. 3-4 Zentimeter. Ja, Also Jetzt möglich, weißt ich wollte mal warum. Genau. möglich ist Warum? alles. Hier haben wir noch einmal die Bedienung von der Alterheizung, dass wir das nicht verpassen. Die elektrische Bedienung vom Hubbett. Sicherung ist gezogen, hatten wir ja vorhin Der gesagt. Auto für vorne wahrscheinlich. Das hier? Oder? meinst du? Ist das ja, nicht ja, von vorne? Ja, ja, genau. richtig. Ja. Ich finde es gerade Einmal- witzig, wie er voll Gas geben will, weil er weiß, Ja. dass wir schon wieder so Ja, krass aber sind. wir haben die 30 Minuten schon geknackt. Okay. Und, Unsere Videos werden lang. Hier ist natürlich unser Batterieüberwachungssystem wieder. Also hier können wir die Stromabzugänge und natürlich wie viel Ampere verbaut ist. Und das ist auch die 300 Ampere-Stunden Batterie, wie erwähnt. Man muss sagen, Jan und meine Lernkurve ist gerade, glaube ich, richtig krass, weil wir lernen hier ja Unmengen. Ja, Okay, das stimmt. was mir auch direkt jetzt auffällt, ich Wollte finde ich auch es sagen, saugut, dass die Garderobe hier am Anfang ist, weil man kommt rein, es hat mal geregnet und man will sein Zeug hier gleich hinhängen, bevor man alles volltropft, oder? Ja, richtig. Ja. Und das auch noch innen geht. Das finde ich ist ganz praktisch. Ja. Das nicht so Wir haben ein sehr raussteht. gutes Auge für, ne? Das sind so Details, die würden ich dann auslassen. Ne? Aber Ja doch, manchmal hängt das hier so direkt in der Tür, dann hängst du hier eine fette Jacke hin und dann machst du dich gleich selbst wieder nass, wenn du mal rausgehst. richtig, ja. Das finde ich ganz praktisch. Stimmt. Ja. Gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe hier genug Zeit zum Nachdenken, wenn ich filme. Was ist das? Okay. Was ist das? Ich glaube, wir haben. Sehr gut, glaube ich, oder? Ja? Glaub, Ja, Gehen wir okay, raus, wir gehen mal genau. raus und dann vielleicht fällt uns noch was ein, aber ich glaube auch, wir haben eh schon wieder den Rahmen gesprengt. Von außen haben wir so ziemlich alles gezeigt. Wir waren ziemlich lange hier draußen. Und jetzt nochmal zu dem Modell Platin. Also, was sind jetzt nochmal zusammengefasst die Neuerungen bei dem neuen Platin? Weil den Platin gibt es ja schon länger. Also die ganz grob, was unterschiedlich ist zu den 2023 Modellen, jetzt bei den 2024 Modellen, ist das neue Außendesign mit dem Signet, was wir haben, mit dem Platin eingeschrieben. Wir haben eine größere Klimaanlage und wir haben eine größere Batterie verbaut. Also das sind so die Haupt... Die Front, genau. Genau, die Front hatten wir seit letztes Jahr. Okay. Also das war 2023 dann auch schon mit den Assistenzsystemen, was da neu war. Sehr schön zusammengefasst. Ich danke euch fürs Einschalten und bleibt uns treu.